Hey, Ja mei, sowas tut man doch nicht. So ist's recht. Und jetzt schleicht die. Geht schon. Eigentlich wollte ich ja hier oben meine ersten Erfahrungen zur XH2 teilen, aber durch das ganze Gebimmel war das etwas schwierig. Die XH2 sollte nämlich in naher Zukunft meine Sony A7 III ersetzen, die ich in letzter Zeit eigentlich nur noch zum Filmen eingesetzt hatte. Und wenn sich jetzt der eine oder andere die Frage stellt, warum dann nicht eine XH2S, dann ist die Antwort ganz einfach, ich wollte unbedingt bei den 40 Megapixeln bleiben, die ich ja auch schon bei der X-T5 habe. Und nein, die XH2 sollte auch nicht die X-T5 ersetzen. Ich wollte einfach nur wieder ein Zwei-Kamerasystem ohne doppelte Kosten. Also Kosten für Objektive und Zubehör. Ende August machten wir uns dann auf den Weg in den Familienurlaub in die Schweiz und so konnte ich dann endlich die XH2 testen. Und wenn wir schon hier sind, dann fliegen wir auch noch ein bisschen mit dem Dröhnchen. Technisch gesehen gibt es zwischen der XH2 und der X-T5 eigentlich keine großen Unterschiede. Beide haben den neuen Prozessor und den neuen 40 Megapixel Sensor. Außerdem sind beide mit dem gleichen AF-System und Algorithmus ausgestattet. In puncto Bildqualität, Auflösung oder Geschwindigkeit sind hier keine Unterschiede zu erkennen. Technische Unterschiede gibt es eigentlich nur beim elektronischen Sucher, dem Flipscreen, dem Zwischenspeicher und dem Speicherkarten-Setup. Und im Videomodus hat man dann noch die Möglichkeit, Filme mit 8K in 30p aufzunehmen, was im Übrigen die XH2S nicht kann. Der elektronische Sucher kommt mit einem OLED-Screen mit 5,76 Millionen Pixeln. Und soweit ich weiß, gibt es momentan wenig Kameras, die das zu bieten haben. Das größere Sucherbild ist natürlich super angenehm und bietet somit auch mehr Details. Wer viel im Burst-Mode unterwegs ist, wird sich über den größeren Zwischenspeicher freuen, denn damit können in Folge wesentlich mehr JPEGs oder RAWs aufgenommen werden, ohne dass die Kamera ins Stocken kommt. Seltsamerweise ist der LCD-Screen etwas schlechter als bei der X-T5. Er ist aber ebenfalls mit den Touch-Funktionen ausgestattet und ist dreh- und schwenkbar. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist das neue Speicherkarten-Setup. Zum einen, weil man zwei unterschiedliche Kartenformate hat und zum anderen, weil die neuen Karten größer und teurer sind. Solange man keine Videos im RAW oder ProRes-Format aufnimmt oder Videodateien über 4 GB Größe produziert, benötigt man die neuen CF-Express-Karten nicht unbedingt. Allerdings hat man dann nur eine Karte und einen Kartenslot, also kein Backup oder ähnliches. Natürlich habe ich meiner XH2 beides in Betrieb. Allerdings musste ich dann auch noch wieder einen neuen Kartenleser kaufen, der gar nicht so günstig war. Die Karte hat etwas über 100 € gekostet und der Kartenleser 50 €. Dafür bekommt man aber auch eine wesentlich schnellere Dateiübertragung auf den Rechner. In jedem Fall aber sind das Anschaffungskosten, die man vorher auch bedenken sollte. Was mich anfangs bei der XH2 am meisten durcheinander gebracht hat, war natürlich die Bedienung, obwohl ich es von der Sony ja gewohnt sein sollte. Mit der Bedienung meine ich das sogenannte PASM-Dial, sprich das Einstellrad für die unterschiedlichen Programme und die Custom Settings und dass viele Einstellungen über das Softwaremenü getätigt werden müssen, was bei manchen Sachen etwas nervig ist. An den ISO sowie den Weißabgleichsbutton gewöhnt man sich relativ schnell. Daran, dass man den Fokusmodus aber über das Display einstellen muss, daran kann ich mich nicht so richtig gewöhnen. Getestet habe ich die XH2 mit insgesamt 7 Objektiven, mit einigen F2-Versionen und meinen 1.4-Versionen sowie dem 18 bis 55er.
Bei den Objektiven der f2 sowie der 1.4 Serie gibt es absolut nichts zu meckern. Sie performen tadellos und durch den 40 Megapixel Sensor ist auch die Bildqualität top. Mit dem Kit-Objektiv 18 bis 55 mm kann man auch noch ganz passable Aufnahmen machen. Das ist, wie einige von euch mitbekommen haben, ja auch momentan so mein Dilemma. Das Kit-Objektiv kann die 40 Megapixel nicht ganz auflösen und irgendwie fehlt den Bildern dann so ein bisschen der Bums bzw. die Auflösung und Schärfe. Je nach Lichtverhältnissen sehen die Bilder manchmal auch sehr warmy aus. Ergonomisch gesehen ist die XH2 ein absoluter Handschmeichler. Sie ist absolut griffig und liegt super in der Hand. Dafür ist sie aber auch größer und ca. 100 Gramm schwerer als die X-T5. Und nicht zu vergessen, auch etwas dicker. Das Top-Display hat sich ebenfalls als ganz nützlich erwiesen. Insbesondere im ausgeschalteten Zustand, wo man jederzeit den Akkustand ablesen kann. Wie schon erwähnt, gewöhnt man sich auch relativ schnell an die Bedienung. Wobei mir die Anordnung der Knöpfe und des Joysticks bei der X-T5 besser gefallen. Wer kleine Hände hat, wird bei der XH2 des Öfteren umgreifen müssen. Besonders ungewohnt war für mich die Position des Joysticks und des Q-Buttons. Das extrem gut durchtrainierte Muskelgedächtnis von der X-T5 musste sich erstmal an die anderen Positionen gewöhnen. Meiner Meinung nach etwas schade, dass man hier nicht einem Schema folgt. Der größere und neu designte Joystick lässt sich auch etwas schwerer bedienen als an der X-T5. Der Rest ist aber wie gewohnt Fuji-mäßig, wirkt aber auch etwas besser verarbeitet als bei der X-T5. Wer also auf größere und schwerere Kameras steht, ist bei der Fuji X-H2 genau richtig. Und wer es lieber klein, leicht und kompakt haben möchte, der sollte sich die Fuji X-T5 anschauen, die ich persönlich auch jederzeit vorziehen würde, wenn ich mich für eine Kamera entscheiden müsste. Was aber natürlich immer davon abhängig ist, was man mit der Kamera machen möchte. Als letztes jetzt noch zum Thema Video bzw. Filmen, was für mich ja auch mit einer der Gründe war, mir keine zweite X-T5, sondern die XH2 zu holen. Durch Gewicht, Größe und die Griffigkeit macht es etwas mehr Spaß mit der XH2 zu filmen als mit der X-T5. Und wer sich gerne selber filmen möchte, der hat ja dann auch noch den Flipscreen. Was mir durch das Filmen ebenfalls noch aufgefallen ist, dass die XH2 nur 7 Custom Settings hat. Man kann also nur 7 benutzerdefinierte Einstellungen abspeichern für Foto und Video. Denn an der XH2 gibt es keinen Umschalter von Foto auf Video. Im Gegensatz zur X-T5 muss ich also diese 7 benutzerdefinierten Einstellungen aufteilen für Foto und Video. Kann man damit leben, aber an der X-T5 ist das besser gelöst. Auf die ganzen Videomodi und Einstellungen werde ich heute nicht eingehen, denn dazu gibt es auf YouTube genügend andere Videos und außerdem kann man das Ganze auch auf der Website von Fuji nachlesen. Im Übrigen habe ich auch noch gar nicht alles ausprobiert und bin immer noch am Testen, sowohl für den Foto- als auch für den Videomodus. Für heute sind wir zumindest durch, das waren jetzt mal meine ersten Erfahrungen mit der XH2. Logischerweise im Vergleich zur X-T5, da ich mit dieser ja schon eine Weile unterwegs bin. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir für heute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.